Ben niet alle welkom van deel waren. Nou, dit is de ondag en mijn hoping is van deel van wie worden van God zien wordt, hier en horen en ook ovenmol gaan, dat God wordt ons riklich zijn. We zijn van deel in Epheser kapitel 3, de 14e en 21e vers. En in deze vers heeft Paulus zijn tweede gebed in deze brief. En we zagen in de eerste kapitel, de 15e tot 23e vers, dat Paulus bedt dat de kerk God beter leren kennen. Die zullen wachsen in verständnis van wer God is. In dit gebed zei we, wo Paulus heeft een verlangen dat de kerk en we zullen ons door aan ook talen, dat we worden wachsen en sterker worden in ons geloven en ons wandel met Jezus Christus. We willen aanvangen met gebed. Gott in Himmel, we beten van jou, van wie die woord hier opmerken en hier doorgelezen en echt dat hier probeer erklären wat dat wordt leren dat. God, ik bid dat u was mij eerst te horen, dat wanneer ik dit erklären zou, dit opmerken, dat u was tegen mij reden. We beten ook voor iedereen hier, dat wanneer dat geschreven dat, we hebben een verlangen, dat we sterker worden. We beten dat u was ons dat schenken. Een kracht, dat we kan walsen in ons geloven in die. We beten dit in Jezus' naam. Amen. Epheser kapitel 3, 14 maar 21. En ik word het hier lezen. Dit is waarom ik voor onze God en Vader knien doe. Van hem komt de naam Vader voor alle families in hemel en op de aarde. En ik bid voor jullie, dat hij, toen als hij rijk en herrlijkheid is, jullie kracht schenken mocht. Door zijn jes innerlijk sterk te zijn. Dat Christus door den geloven bij jullie een hart wonen mocht. En dat je mochten in lijf vastgeworteld zijn. Ik bid ook dat je met alle onderhelje taub mochten de kracht kennenleren. Waardoor je begrijpen kan, hoe lang en breed, hoe hoog en diep Christus zijn lijf is. Je zullen Christus zijn lijf kennenleren. En dat je het veel wieder als wie opvoeden of verstaan kan. Zodat je vollends en ganz hebben mochten wat God voor jullie heeft. Dem, die door zijn kracht veel meer in ons doen kan, als we ons denken of verstaan kan. Dem treft alle ihr in de gemeente en in Christus Jezus, der alle je nations zien en in alle eeuwigheid. Amen. So Paulus bedt hier, waar een gebed. En Paulus heeft zijn gedanken, dus wie vergen gaan. Hij redt en denkt aan welke dingen en dan komt er wat onderd in de gedanken aan. En in deze staat is dat een gebed voor de kerk. Hij vangt aan met, hij zegt, hij knijpt zich verder in Vader. En dit is wichtig te verstaan, dat in Jud, zo'n wat opwassen deze in Jud, die wordt zich niet knijden verder God, je weinig in gebed. Juden van de dag ook, die doen staan, wanneer ze beden doen. Ze doen staan en dan doen ze zich kop eraf en beden zo. En wanneer dat wat wichtig is, en dan wordt in Jud zich knijden, oder zich doorleien op een gezicht en zo beten. So, we würden kunnen zijn dat Paulus zegt hier, hij deed ernst beten. Hij heeft een ernst gebed voor de christen wat in deze kerk zijn. En hij zegt, hij talt al de christen taub en hij zegt de christen de hand al denzelfs genomen. En de nomen stamt van hun vader. Ik had een hingenomen, Onger.
Und je sind alle Sorten hingenommen, was hier sagt. Von wem kommt uns hingenommen? Uns hingenommen kommt von uns Vater. Und die ganze Familie, die hat den hingenommen, was der Vater hat. Paulus sagt hier, wir haben den hingenommen, der was Gott uns gegeben hat. Wir sind Gott seine Kinder. Uns hingenommen ist in Christus. Dort ist uns hingenommen. In den nächsten paar Versen, der 16. und 17. Vers, Paulus betet, dass Gott wird entstärken. Er will haben, dass Gott wird die Kirche stärken, dass sie kann wandeln und Jesus Christus nachfolgen. Wenn wir in Grand Prairie wären, uns predigen dort, die seht Ferten, das seht ihr auf Englisch, er seht, dass es nicht schwer, den christlichen Leben zu leben, dort ist unmöglich. It is not hard to live the Christian faith, it is impossible. Und dann wacht er am Bett, er sagt, Oba, Gott gibt uns die Kraft, um nachfolgen. Uit uns selbst, uit unsere innere Kraft, dort ist unmöglich, Jesus Christus nachzufolgen. Und er weiß, was vollkommen ist und was perfekt ist. Aber Gott gibt uns die Kraft, was uns fehlen wird, zum Jesus Christus nachfolgen. Eine Vers, was fertig wird gebraucht, und das Thema ist in Philipper, Kapitel 4, 13. Vers. Das sagt, ich kann alles der Christus, der mich stark macht. Welche Menschen, die brauchen dann diese Vers und die brauchen dort, und ich würde sagen, die dann die Vers verdrehen, die sagen, mir jankert das, ich will das tun, und nu wo ich diese Vers nehme, kann mir Kraft geben und dort annehmen, dass Gott hat das Versprechen, mich zu stärken und was immer ich will tun. Wenn wir diese Vers lesen, dann die Versen, die noch kommen, diese Vers, 14 und 15, Paulus redet von, wo Gott am stärken wird, so dass er kann das tun, was Gott am gefragt hat, zum tun. Das sind nicht unser Verlangen, was Gott uns stärken verdient. Das sind seine Verlangen für uns, wo er dort mehrlich merken wird, dass wir am Gehorsam sind und am Nachfolgen tun. Und das ist der seine Kraft, dass das mehrlich ist. Das ist der seine Kraft. Nicht unsere eigene Kraft, aber seine Kraft. Gott seine Verlangen für uns. Und das ist für alle Christen als das. Wir sollen heilig leben für einen heiligen Gott. Wir sollen Jesus Christus nachfolgen und wir sollen für ihn leben. Wir sollen uns hingeben nur ihm. Aber Gott hat uns das geschenkt. Das Kraft, was uns fehlt, um das zu tun. 2. Petrus Kapitel 1, der 3. bis 4. Vers sagt es das. Seine Gottes Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum seilig worden und frommet Leben brauchen. Dadurch, dass wir den Kernen leiden, lernen, die uns so viel Gutes zu kommen leid. Dass er uns zu seiner eigenen Herrlichkeit berauben leid. Und durch dieselbe Kraft hat er uns all die anderen Recke. Wundervolle Sendungen versprechen. Durch die wir von der vollkommenen Leben können loskommen. Woran wir durch die Leidenschaften in dieser Welt verbunden sind. Und an Gott seine Natur Anteil haben können. Er sagt, Gott, seine Gottes Kraft hat uns alles geschenkt. Dort wird uns fehlen, zum seilig worden und auch zum ein frommes Leben leben. Gott hat uns alles gegeben, dort wir für ihn können leben. Dann, wenn wir kalt kommen, wir würden gern sein dann, dort wenn wir kalt kommen,
Dat is ganz onze schuld. En hör mal, wat ik mein met dit. Dat is niet onze schuld, wegen wie zijn zelfs kort gekommen. Dit moet we aannemen. We wollen kort komen. We zijn niet vollkommene Menschen. We wollen kort komen. Aber das ist onze schuld, wegen wir haben uns nicht hingegeben, um in Gott seine Kraft leben. Wir an uns selbst, wir können nichts tun. Wir kommen so kort in unsere Kraft. Aber Gott hat das mehrlich gemerkt. Und hat uns gesagt, das sagt hier, alles geschenken, was uns fehlen wird. Erst um selig worden und dann für Jesus Christus zu leben. So Paulus und Petrus, die lehren uns hier, dass wir sollen niemals sein, ich kann nicht. Ich kann nicht für Gott leben. Ich kann nicht Jesus Christus nur folgen. Dort wird uns fehlen, dass die Kraft, die haben wir. Nicht wegen wir persönliche, besondere Menschen sind, aber wegen was Gott in uns tut. Er sagt, wir wollen gestärkt durch Gott seine Kraft. Wir sagen in Posen der Träg, weil Gott seine Kraft in uns ist. Und das ist in Betzes Dynamite. Und Dynamite ist eine Kraft, was eine sehr große, starke Kraft ist. Und wir sagen, wo Gott seine Kraft noch viel größer ist dort. Und dort schafft beinahe Licht in uns. Dort ist dieselbe Kraft, was Jesus Christus von dort abwarten hat. Diese selbe Kraft hat Gott uns geschenkt. Paulus bet wieder, dass wir wollen gestärkt worden durch dort, was Gott uns geben wird. Er sagt, die Kraft, was er uns geben wird, das ist nur noch, als er reich und Herrlichkeit ist. Gott hat nicht ein Eng. Seine Kraft hat nicht ein Limit. Wenn wir in Süden Alberta wohnen, und für über ein Jahr und ein halb schaffte ich für eine Landscape Company, und eine von den Arbeiten, die ich tat, ist, ich eine Wässerie abstellen für seine, die in der Stadt wohnen, und sie wohnen ferne gereinigt groß an. Aber ein Ding muss ich nur sein, dass da würden nicht mehr Sprinkler sein, als wird der Pressure wir. Ich kann nicht mehr Pressure, als was die Stadt mir geben kann. Und so ich muss das so anrichten, dass da wird genug Pressure sein für dort, was ich will abstellen. Und wenn da zu viele Sprinklers wären und eine Hose, dann würde nicht genug Wasser kommen. Weil Gott seine Pressure, seine Kraft, das hat nicht in eng. Dort baut nicht, wie viele Menschen von der Kraft nehmen, du hast immer mehr und mehr Kraft. Und du sagst, wenn du mehr Kraft hast, ist dass Gott seine Kraft hat kein Eng. Gott seine Kraft ist ewig. Und wir würden alle einen vollen Kraft nehmen von Gott. Und die Kraft, die ist nicht schwacher, ist was wir am Anfang. Wieder, Paulus lehrt uns Kraft, wo die Kraft von kommen wird. Er sagt, wir kriegen unsere Kraft durch Gott sein Geist. Das ist nicht, dass Gott uns wirklich stärker merken wird. Er schafft in uns, dass unsere Natur und unser Charakter stärker wird. Aber die Kraft selbst, das stammt nicht von wer wir wollen. Das stammt von Gott selbst. Er sagt, wir kriegen unsere Kraft innerlich von der Geist. Der Geist ist der, was uns die Kraft schenken wird. Und wo schafft der Geist? Der schafft innerlich, sagt er. Er ist innerlich in uns, wo er schaffen wird. Ich glaube, so fertig kommen wir kurz als Christen. Und wir haben Fehler und wir kommen kort, wenn wir proben, bütterlich den jetzt seine Kraft an uns Leuten schaffen.
Wir proben te zijn, nu waar ik dit en dit doen, en juist, ik wil dit en dit doen, dat schenken, met die genade en die kracht. Aber hij zegt hier, de kracht wat van den Jezus komt, dat zal bijnalig schaffen. Dat zal innerlich in ons hart schaffen, dat wir als Menschen, wer wir sind in Kultur, dat anderen, dat het dollar handgeeft is naar wat God in ons wil doen. Dat wat in ons is veel dollar wichtig, is wat we doen. In Matthäus Kapitel 12, 34-40, leert Jezus ons. Dat wat bijnalig is, wat de inhoud is, daar wordt uitkomt. En dit is een van de dingen wat mij zeer angsten deed. En ik geloof, wenn we alle daar willen toestaan, dat angst ons. Wat we worden, wat in ons hart is, wordt in vallen uitkomen. Ik weet, ik kom kort, ik weet, er zijn dingen in mijn hart wat nog niet krijgt zo zijn, dat God wel handen zal zijn. En God heeft mij geschaffen, over 20 jaar. En mijn hooping is dat iedere dag zijn ik dollar als Jezus. Maar er zijn dingen in ons hart, wat God wil ändern. Bijnalig. Niet van buiten beter afwaschen, aber van binnen uitwaschen. Dan redt Paulus wieder, hij zegt, mijn gebed is dat je worden van hart, Jezus Christus wordt in hart wonen. Daar een klein beetje aan een van mijn jongens, een paar maanden terug, Christina, die had met Ethan een beetje verteld wat nog eten wordt in een karpa. En mijn kleine Ethan, die heeft allemaal wat hij wil vertellen. Hij gelooft hij is nur klug. En dan wordt gevraagd dan, wat wordt nog eten wat een karpa dan jet? Dan hij zei, dan jet het in bok nean. En dan van door jet het dan in hort nean. En waarom ging het in hort nean? Dat ging het niet wieder een karpa nean? Hij zei, nee, dat eten jet in bok nean, wegen wie man eten. En dan jet het in hort nean, wegen Jezus leeft door en hij moet ook eten. Dat is niet wat hij hier meinen deed. Jezus, der heeft niet in de woonstede in ons hart, dat am gefeiert wordt. Aber dat is de stede, wo hij te zijn is. Hij is de Herr over ons ganzen leven. De hart is de zet, wo de stier is voor ons ganzen leven. En Jezus Christus is zet in hart. En we zullen aan den stier geven, dat hij ons wengen kan. Wo hij wil gaan, we zullen gaan gaan. Wo is Jezus Christus dan in ons hart? De 17e vers zegt dat Jezus durch den Glauben in ons hart is. Dat is durch Glauben dat we aan de steden in ons hart geven doen. En Glauben is meer als bloß Glauben. Dat is meer als bloß sagen, jo, dit is zo en dat is niet zo. Dat is handgeven. Dat is in de vertrouwen zaten en dat wat we vertrouwen hebben. We geloven aan Jezus en we hebben geloven in hem en dat meint dat we geven ons aan en we vertrouwen ons gans leven naar hem. We geven hem dat stier en zeggen, nu stier du, dus du dat gefällt. Niet zoals wat ik wil, aber wat du was. En dan leert Paulus wieder in de 17e en de 19e vers. Hij zegt en hij beet, hij wünscht dat de kerk wo dat kan begrijpen, hoe groot en sterk God zijn leven is voor ons. Hij zegt dat je mochten in lijf vastgeworteld zijn. Wat Paulus hier zei, dat is, zijn wens voor ons is, dat we worden vastgeworteld zijn in lijf. Zodat we kan dat begrijpen, wat God zijn leven is voor ons. So wat zegt Paulus hier? Paulus zegt dat we zullen weten wat leven is,
zodat wir kan Gott verstehen. Und wir weten von Ornefargen in der Bibel, wir sollen Gott kennen, zodat wir kan verstehen, was Life ist. Und so, das sind zwei, die schaffen taub. Dort ist ein bisschen so zu sein, wenn wir vielleicht kann je denken, wenn je Männer, vielleicht je früher, wenn je Kinder werden, und die Vater sagt, go hol mir mal so eine Tool von der Shop. Go hol mir mal so einen Schlädel. Wenn je nichts von Schlädel zweiten, dann wo je am vielleicht einen Hummer bringen. Oder wenn je von nichts von Schlädel weiten, die wollen lang rumsägen und weiten nicht für was die sägen. Paulus sagt, wie weiten und wo wir kann Gott seine Leib begreifen, wie man erst festgewartet sein und verstehen, was Leib ist. Was ist Leib? Ich glaube, der Plottische Sprech braucht dort Gott sein. Wenn wir ein Mensch Gott sein, haben wir Leib. Wir wünschen dort bastet und wir nehmen an, das Gott. Wir reagieren in Mensch viel. Wir sind Gott. Dort ist, was Leib ist. Mit dort können wir dann verstehen, wir können das begreifen, wenn wir festgeworden sind in Verständnis, was Leib ist, dort Gott uns Gott ist. Denkt mal ein Klima an. Wir sind Menschen, wir sind voll Fehler. Wir kommen kort. Und Gott weiß alles, er weiß, wo wir kort kommen. Und dort steht nicht ein Stich, dort Gott uns Gott ist. Wo können wir das begreifen? Paulus sagt hier, seine Hoffnung ist, dass wir wollen das wörtlich begreifen, wo Gott uns ist, wo viel Leib er für uns hat. Aber dann sagt er in der 18. Vers, er sagt, wir sollen das begreifen, wo Gott uns ist, mit unserer Taub. Das ist sehr interessant. Wir denken, wir an uns glauben. Und ich glaube, das ist recht zu sein. Wir sollen das persönlich annehmen. Wir sollen das persönlich ausleben. Und wir sind persönlich verantwortlich für Gott, für was wir leben. Die Bibel lehrt das sehr klar. Aber es sind Versen, hier in der 18. Vers, was uns klar lernen, dass wir sollen Gott nachfolgen, taub mit anderen heiligen Menschen. Und die Christen. So, wenn wir proben, Gott seine Leib zu begreifen und verstehen, wo Gott uns Gott ist, wir sollen mit ordentlichen Christen taub da proben zu begreifen. So, wenn je taub kommen, das Freunde, das Christen, nehmt je wörtlich Zeit, um da proben, taub zu begreifen, wo groß Gott seine Leib ist für uns. Und dann, Paulus redet wieder, er sagt, der Kraft kennenlernen, wodurch je begreifen kann. Uns fehlt Gott seine Kraft, um dort begreifen, wo groß Gott seine Leib ist für uns. Habe ich mal an einer Stelle gesehen, und du musst wörtlich ein Klimatit nehmen. Dort proben wir zu begreifen, proben dort mal verstehen, was meint dort Gott die Gott ist. Was meint dort Gott, wer ganz heilig ist, keine Sinn kann verdrehen. Unsere Sünden seien dort an den mit dort ganz weiten Jesus schicken. Dort hat er am Kreuz gestorben. Wegen seiner Leib für uns. Wir wollen von der Abendmahl führen. Ein Abendmahl ist ein Denkwort, wie es nicht taub tun. Dort ist eine Wahl, wo wir taub
begrijpen. Maar ongeheerlijk, wie groot God zijn lief is voor ons. Paulus sagt hier wieder, hij zegt, we zullen begrijpen wie lang en breed en wie hoog en diep Christus zijn lief is. Helemaal je zijn, Paulus brengt hier feier weer te zijn wie groot God zijn lief is. Wie is mensen, wie zijn dingen bus en drijven? Wie zijn we breed? Wie zijn we hoog? En wie zijn we lang? Paulus zegt hier, God zijn lief is zo groot. Wie is mensen, wie kunnen dat uit onszelf niet meer begrijpen? Wenn het nog veel breder is, de drijven wil wie dingen zijn. Hij zegt dat als nog dieper is de drijven wil wie dingen zijn. God zijn lief. Der is breit genoeg, dat de ganze Welt kan de lief aannemen door Jezus Christus. God zijn lief is lang genoeg, dat het voor alle eeuwigheid wordt staan. God zijn lief is hoog genoeg, dat het wordt rekenen van nu en ook voor alle eeuwigheid. Van deze aarde tot in hemel. En God zijn lief is diep genoeg, dan wie erop rekenen naar jeder zender. En dat wordt niet wat we hier doen gaan. En wat diep we ons zelfs gaan aangegroefd. God zijn lief rekenen en hij reikt ons uit. God zijn lief is dieper, is alle onze zinden, alle onze fehler. En Paulus zijn wens, Jezus Christus zijn wens, en mijn wens voor ons van deel is, dat we würden dat begrijpen. De kracht om voor God leven is niet schande. De kracht voor God te leven is niet schuldig feilen. De kracht om begrijpen voor Jezus te leven is dat begrijpen wat groot God zijn lief is voor ons. Ik weet veel van jullie gaan opgewassen en je zijn in zijn hintergrond opgewassen, wo er wordt weinig van lief verteld. Ons wordt gezegd, we zullen schmack zijn. We zullen getedelijk zijn. En wanneer we bis groot Gott genoeg kunnen leven, dan is er vielleicht maar een kleine karte hoopning dat God wordt ons aannemen. Dit zal we alle uitschmieden. We willen nur een kriet checken en zijn we groot God zijn lief voor ons is. En dat begrijpen dat God wel gaan wie zal naar hem komen. We brauchen niet bis hopen dat we van Gott genoeg zijn. We zullen dat begrijpen dat God is ons Gott. Hij wil gaan wie zal komen. Kom naar mij, zegt hij. Neem aan wat ik ga voor die doen. Zet die ene kracht te zien. En leven mijn ene kracht. We willen niet een paar korte minuten waar we even gaan over het maal. Een overmaal is voor ons een beeld. In krachtzinne waar we ons zelfs kan niet onze ene Maaltijd merken. We kunnen niet bijnelijk in de maaltijd merken dat we van de maaltijd kracht nemen. We moeten nemen wat ons niet is, eten wat buiten ons is, dat aannemen. En dat geeft ons de kracht. Dat eten wat we te middag eten worden. Dat hebben we ons zelfs niet gemerkt van ons innerlijke, maar dat komt van buiten. Zo is het ook met onze zaligheid. Zo is het ook met de kracht voor ons veel voor God te leven. En vandaar dat is een beeld, waar we Jezus aannemen moeten. Dat hij kan zijn kracht door ons leven. Ik weet niet hoe je staat met God vandaar. Ik weet niet in wat voor een kracht je probeert te leven. Ik wil je vandaar ermoedigen. Leven Jezus Christus in de kracht. Niet die ene kracht, maar dat wat Jezus Christus die geschonken heeft door zijn leven. We sluiten met gebed. Jezus Christus, we zijn van jou dat
deine Leib für uns als Graut und Deib. Und ich bete, dass die was uns von der Halten begreifen. Wo graut deine Leib ist für uns. Und nu, wenn wir immer gehen nach Abendmahl, wir beten, dass die was uns halten denken, war wo graut deine Leib wir für uns. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.